Einen wunderschönen, der Gevatter ist für euch wieder mal am Start und wir sind heute in Aschaffenburg, nämlich im Kraftwerk zu Gast. Wir werden heute ein bisschen Beine ballern. Ich möchte halt im Vorfeld sagen, das wird hier kein fancy Beintraining, das wird nichts Geschöntes, das wird nichts Brutales, das wird eine ganz ekelhafte Sache und eine Aneinanderreihung von Scheiße, weil wir wieder bei Null anfangen müssen. Das heißt, es ist wirklich ein reales, wahres Beintraining. Wenn ihr darauf Bock habt, bleibt auf jeden Fall dran. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde ich sagen, ich hau mir jetzt gerade noch mein Pre-Workout in die Figur, springe in die Sportbekleidung und dann legen wir auch schon wieder los und dann sehen wir uns gleich wieder. Also dranbleiben. So, wie ihr sehen könnt, sind wir hier in einem ganz kleinen Studio. Inhaber geführt, keine Kette, irgendwas Vergleichbares, sondern hier wird wirklich noch Wert gelegt auf richtiges Training, harte Arbeit, gescheite Geräte. Hier ist nichts nach der Optik gekauft, sondern alles nach der Funktion. Hardcore-Studio, weiß nicht, könnte man sagen eigentlich, aber eher halt ein Studio, wo Sport noch zelebriert und geliebt wird. Deswegen, wenn ihr aus der Umgebung kommt, schaut auf jeden Fall mal rein, lohnt sich. Wir starten mit den Waden, weil davon einfach keine vorhanden sind. Machen wir die am Anfang vom Training, weil danach mache ich sie meistens immer nie. Wir machen einfach ein bisschen sitzendes Wadenheben, bevor wir dann zu irgendeiner Beugevariante gehen. Heute wird alles sehr maschinell trainiert geführt sein, weil es einfach frei noch nicht geht, verletzungsbedingt. So ist es. It is what it is. Deswegen schaut einfach mal durch. Wir gucken, was wir machen können. Zwecks Knie, Rücken. Ich halte euch zwischendurch ein bisschen auf dem Laufenden. Starten jetzt, wie gesagt, mal mit sitzendem Wadenheben und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht heute. Ziemlich geile Maschine, das ist eine ganz coole Sache. Wenn du halt natürlich so mobil bist, ist es ein bisschen schwierig da rein und rauszukommen. Schon eine super Sache. Gescheite Kraftkurve. Wir werden jetzt noch 1, 2 Sätze machen. Gehen dann heute sehr maschinell vor. Ich habe nämlich mal wieder meinen Gürtel vergessen. Das heißt, alles Freie fällt heute aus. Bedeutet, wir werden wahrscheinlich mit der Hackenschmidt-Kniebeuge anfangen. Gehen wir rüber über eine andere Beugebewegung. Ich denke mal eine Pendulum-Squat. Bisschen Strecker, bisschen Beuger, ein paar Assistenzübungen, bisschen um den Schmerz rumtrainieren, so wie sich das halt gehört. Und dann sehen wir weiter. Ich soll mal was zu meinen Socken sagen. Also wie ihr sehen könnt, wenn ihr das letzte Video geguckt habt, wenn nicht, macht ihr das jetzt mal. Umso hässlicher das ist, umso anaboler ist das. Und wie ihr sehen könnt, starten wir auf jeden Fall von voll anabol ins Beintraining. Nee, ich weiß nicht, also ich sortiere meine Socken nie. Die kommen einfach vom Kleiderständer ab in den Schrank geschmissen und was halt oben liegt, liegt oben. Und deswegen sieht es halt so aus, wie das aussieht. Kann ich nichts für. Aber ist häufig so. Komischerweise. Ist wirklich häufig so. Aber es muss so, oder? Ist cool? Ja, Nick, ist cool. Bei den Waden versuche ich immer quasi 2 Teilbewegungen zu machen. Ich gehe einmal ganz normal hoch innerhalb von der Bewegung, halte dann ganz kurz und gehe dann nochmal bewusst in die Spitzenkontraktion. Hilft mir einfach ein bisschen den Schwung rauszunehmen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass davon zwangsweise die Waden besser wachsen, weil meine sehen immer noch scheiße aus. Aber falls ihr Probleme auch mit dem Wadenwachstum habt, probiert es einfach mal aus. Schlechter werden sie dadurch auf jeden Fall nicht. So, jetzt gehen wir erstmal atmen. Ich muss mehr Cardio machen. Es ist auch schon wieder viel zu warm. Ich habe natürlich auch wieder mein Handtuch vergessen. Denkt an euren Scheiß und hier auch. Immer ganz wichtig, haben wir auch im letzten Video behandelt. Auf jeden Fall reinschauen. Ganz, ganz wichtig. So, wir gehen jetzt an die Hackenschmidt von Cybex. Ist eigentlich ein ziemlich geiles Gerät. Ist in Deutschland jetzt wieder im Kommen. Gab es nicht so häufig bisher. Ich finde sie gut, weil die ein bisschen längeres Rückenteil hat. Das heißt, geht auf jeden Fall auch über die Lendenwirbelsäule. Ist für mich jetzt super. Die Leute mögen es oder hassen es halt. Hat eine ziemlich geile Kraftkurve. Wird unten raus in der Dehnung schön schwer. Überlädt also, aber nicht zu stark. Kann halt, wie man sieht, nicht jeder mit umgehen. Da sind immer ganz viele Bänder mit dran, die dann da unten aus dem toten Punkt rausziehen. Ist nicht die Intention des Geräts. Also macht lieber eine Scheibe weniger, macht es kontrolliert und lasst die Bänder weg. Nur meine Meinung. Wir machen jetzt erstmal ab. Wir haben uns hier noch mal ein bisschen am Gerät auf und dann schauen wir mal, auf wie viele Platten wir heute bei den Arbeitssätzen rauskommen. So, Paradebeispiel heute wieder für einen Scheißtag ist nur der leere Schilden. Wir tun jetzt die Knie schon wieder so weh. Ich werde gleich die Sleeves anziehen, dass wir ein bisschen Druck drauf kriegen, ein bisschen Durchblutung erhöhen, ein bisschen Nährstoffaustausch in den Knien und hoffen, dass das hilft. Sonst wird das heute ein Trauerspiel auf jeden Fall. Wir haben jetzt eine Fußplatzierung auf der Platte recht weit unten. Fußspitzen zeigen ganz leicht nach außen. Stand ist ein bisschen breiter als hüftbreit. Da haben wir also ordentlich Knievorschub, was auch absolut nicht schädlich ist, um ein bisschen mehr Fokus auf den Quad zu legen. Schauen jetzt, dass wir ein paar flüssige Wiederholungen machen. Lasst euch auf jeden Fall auch nichts einreden. Also Knie dürfen nicht mehr als 90 Grad haben, der Kniewinkel bla bla bla. Geht ruhig weiter runter, ist auch gesund. Wenn ihr auf 90 Grad stoppt, ist es sogar am schädlichsten für die Knie. Gibt es noch ein paar nette Studien dazu. Einfach Full Range of Motion bei den Beinen, macht ihr nichts mit verkehrt. Wenn ihr das dann alles drauf habt, habt ihr auch dicke Schenkel und könnt dann auch über Teilwiederholung nachdenken. Vorher einfach erstmal klotzen. Gefällt mir tausendmal besser als die Scheiße, die bei uns im kommerziellen Studio läuft. Ja gut, man merkt halt, dass wir in der Nähe von Frankfurt sind. Ne? Ist zwar jetzt schon Bayern, aber... Alles ist die Nähe von Frankfurt.
wenn du es dreckig genug haben willst. Bayern ist ja eh fast ein dritte Weltland. Ne? In Bayern gibt es ja nur Musik mit Trachten und Dirndl und sowas. Mir fällt jetzt ehrlich gar kein bayerischer Künstler ein. Wie heißen die dicken Jungs? Die Wildecker Herzbuben. Die kommen schon aus Bayern, oder? Das ist doch richtig bayerische Musik. Belehrt mich mal eines Besseren. Schreibt es mal in die Kommentare. Ging jetzt immer noch 10 Wiederholungen. Ich nehme an, eine 20er pro Seite können wir noch drauf machen. Und dann soll es auch reichen. Mehr hilft nicht immer, viel mehr. Da muss man noch ein bisschen Köpfchen einschalten. Gerade wenn man eh schon ein bisschen angeschlagen ist. Deswegen lasst euch da auch nicht belabern. Ich habe auf mehr gehofft, aber gut, dafür war es zu beschissen heute. So ist es manchmal. Wir müssen trotzdem durchziehen jetzt. 4,5 Plates pro Seite drauf. Das ist nicht die Welt. Ich habe eigentlich auf 5 oder 6 gehofft, aber gut, so ist es. Dann 2 25er, 2 20er pro Seite. Aber gut, ich bin ja fett. Ich beuge automatisch mehr, ne? Man muss sich das nur schön reden. Ich finde, Beintraining ist mental viel anstrengender als körperlich. Da braucht es auch Jahre, bis ihr euch mental so weit pushen könnt, dass es auch effektiver wird. Also das ist vollkommen normal, dass ihr anfangs euch gegen den Schmerz wehrt. Das ist eine vollkommen normale Sache. Bleibt da dran, versucht das langsam aufzubauen. Sonst overshootet ihr tut euch weh, ihr übertreibt. Das macht alles keinen Sinn. Wirklich immer ein bisschen Hirn anschalten, so gut wie es geht zumindest. Ich mache jetzt noch mal schnell mein Intra. Das ist eigentlich wie immer ganz basic. Ein paar EAAs, die Berserker EAAs von God's Rage. Ein bisschen Viking Dextrin, Cluster Dextrin, 2 Gramm Salz, 13 Gramm Kreatin. Beine trainiere ich lange, ich brauche lange Pause. Und dementsprechend habe ich halt dann auch einen höheren Verbrauch bzw. brauche einen höheren Input, damit ich das überhaupt durchhalte. Ich würde mir jetzt erstmal was zu trinken holen und dann geht es gleich weiter. Die Hälfte wieder im Bad geschüttet. Ist aber auch gut, hat man später auch noch was davon. So, wir machen als nächstes jetzt die Pendulum Squat. Auch wieder kein Druck auf dem Rücken, auch wieder ziemlich geil. Wir haben ein bisschen bessere Kniebeugenbewegung, ja, wenn man das so ausdrücken kann oder mag. Wir werden jetzt gucken, dass wir vielleicht ein paar mehr Wiederholungen machen. Ich habe jetzt einfach mal was an Gewicht draufgeschoben. Hoffentlich beißt es mir jetzt nicht direkt in den Arsch, dass es so viel ist. Wir werden es gleich sehen. Wir machen jetzt ein paar Wiederholungen, machen mal ein paar Sätze. Schönes Hypertrophie-Training, damit auf die Stumpen was draufkommt. Denn wir tun heute Stumpenpumpen. Das ist ganz wichtig, könnt ihr euch merken, ist essentiell. Legen wir mal los. Boah, das könnte schief gehen. Es hat ganz laut geknackt. Ich hoffe, das waren nicht meine Knie. Okay, das ist räudig. Das ist gut. Kleiner Tipp hier, wenn ihr auch sowas habt oder irgendwo was anderes mit einem ähnlichen Bewegungsradius, versucht mal die Knie nach hinten zu schieben. Euch nicht nur stumpf hochzudrücken, sondern bewusst die Knie nach hinten zu schieben. Aber nicht durchdrücken, ganz wichtig. Also du meinst im Kopf so? Nee, wirklich bewusst. Nicht den Druck nach unten abgeben, aus der Ferse nur stumpf hoch, sondern auch das Knie aktiv nach hinten führen. Und somit nochmal, ich muss kurz atmen, und somit nochmal aktiv und bewusst Druck auf einen ganz anderen Kopf im Quadrizeps zu geben. Das ist ganz schwer zu erklären. Wenn ihr es so einigermaßen verstanden habt, versucht es einfach mal. Und wenn ihr es hinkriegt, dann wisst ihr genau, was ich meine. Und damit belassen wir es auch. Ne? Ganz wichtig nur,
Nicht die Knie durchstrecken, kein Lockout unter Last. Das kann ganz böse nach hinten losgehen. Ich denke, ihr kennt alle die Videos in der Beinpresse und so. Als dicker Mensch hat man immer so die Probleme, in so Geräte reinzukommen. Ist das Bodyshaming? Ja, ich würde mal sagen, das ist Bodyshaming, oder? Ich fühle mich gemobbt von Geräteherstellern. So. Oh. Eieiei. Ah. Oh. Fuck. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich muss erst wieder lernen, da hinzukommen. Hier oben passt das noch nicht. Da wären körperlich wahrscheinlich noch locker 5, 6 Wiederholungen drin gewesen. Aber hier oben war zu. Das ist schon hart, wie krass das einspielen kann. Diese Arbeitermentalität nicht zu unterschätzen. Du kannst auch in deinen Augen extrem hart trainieren. Und es ist aber für deinen Körper nicht so hart, in Anführungszeichen, dass du den optimalen Reiz gesetzt hast. Ich hoffe, das war zusammenhängend in Ordnung. Ich habe nicht so viel Blut im Gehirn gerade. Auf jeden Fall ist das auch ein Lernprozess. Training ist auch mental ein Lernprozess. Ich habe so mal 10 Kilo mehr drauf gemacht. Das war dumm, auf jeden Fall. Das war richtig dumm. Aber ich war noch nie für schlaue Entscheidungen bekannt. Ja, deswegen machen wir das jetzt weiter. Bei so großen T-Shirts hat das immer den Eindruck, als hätte man Schrödingers Hosen an. Die Nerds von euch wissen, was ich damit meine. Ich muss erst mal Pause machen, sonst kann ich meine Gewichte nicht abräumen. Klappt's oder wie immer? Alles gut. So, wir randalieren jetzt hier noch mal kurz. Das Ding ist genauso wie ich. Schon ein bisschen in die Jahre gekommen und dreckig und ein bisschen verkeilt. Das ist ein uralter Beinstrecker von Schnell. Das war weit vor unserer Zeit, vor eurer meistens wahrscheinlich auch. Wir haben den Sitz jetzt extrem weit nach hinten gestellt, dass wir uns wirklich fast hinlegen können. Somit haben wir noch mal deutlich mehr Spannungsdruck auf dem Quadrizeps. Ich will jetzt hier gar nicht zu krass ins Detail gehen. Probiert es einfach mal aus. Ihr werdet deutlich mehr Druck auf den Quad bekommen. Ansonsten schauen wir, dass wir die Beine jetzt recht eng zusammennehmen und recht gerade nach vorne, nicht so ausladend. Fuchsen uns jetzt mal ein bisschen rein. Ob wir es jetzt einbeinig oder zweibeinig machen, ich habe keine Ahnung. Werden wir erst mal schauen. Aber der Kadaver braucht jetzt erstmal ein bisschen Pause. Wichtig ist, wenn ihr das Gerät einstellt, dass euer Gelenk mit dem mechanischen Gelenk übereinstimmt. Ja? Das heißt, das hier muss quasi eine Linie binden. Ne? Unser Drehpunkt und deren Drehpunkt, damit das Gewicht quasi auf der Maschine lastet, nicht direkt auf eurem Knie. Ein bisschen speziell, aber ist gut. Das heißt, Cybex, bitte zukünftig Geräte ein bisschen größer bauen, damit auch wir dicken Jungs da ein bisschen was zum Spielen haben. Ich mag die mit dem eckigen Polster viel mehr als die mit dem runden. Da rutscht immer drin rum oder es verzieht sich und sowas. Das ist eine coole Sache. Einstieg ein bisschen schwierig, aber sehr coole Sache. Quietscht doch ein bisschen, ne? Man weiß nur nicht, ob es Gerät ist oder ob es die Knie sind. Schreibt es in die Kommentare. Jetzt noch mal einen Satz machen und vielleicht hört ihr das auf dem Video. Es quietscht. Das ist jetzt die Frage, die Preisfrage. Sind das meine Knie? Oder ist es das Gerät? Ich weiß es selber gar nicht so genau. Also schreibt es mal in die Kommentare, damit das hier mal ein bisschen gepusht wird. Ich will es eigentlich gar nicht rausfinden, was es ist. Ich schaffe mich jetzt erstmal wieder hier rein. Das ist auch eine wilde Steigerung, ne? 10, 30, 50, 70, 90, 110. Kerle! Oh. 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 Oh, fuck. Wenn ich jetzt aussteige, dreht ich in die Rippen. Gut, habe ich die Quittung gekriegt, das war zu viel Gewicht. Erstmal festhalten beim Sitzen. Wir haben jetzt den Beinbeuger im Sitzen gemacht. Ich habe auch hier die Rückenlehne ganz nach hinten gestellt. Hat bei mir einfach einen physiologischen Grund. Und zwar
Ich habe ja so Rückenprobleme wegen der OP, dass ich so wenig wie möglich Last in den Lendenwirbelsäulenbereich habe, weil ich halt auch extrem verkürzt bin. Es ist einfach so. Müsst ihr auch viel mehr machen, damit da einfach nicht zu viel Spannung und Dehnung drauf kommt und ich mir da nichts verballer. Ansonsten ist es auch hier einfach wichtig, dass euer Knie wieder mit dem mechanischen Gelenk übereinstimmt. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass ihr gescheit Anpressdruck habt bei dem Polster von oben, dass ihr euch nicht rauszieht aus Versehen. Die werden halt auch in der Dehnung am stärksten. Das heißt, ihr müsst die Exzentrik wirklich langsam und kontrolliert machen. Wenn ihr da mal kurz reinschlappt, kann es halt echt sein, dass ihr euch verletzt, weil die Vordehnung der Geräte halt meistens über die normale Kniestreckung hinausgeht. Das ist meiner Meinung nach eine ganz wichtige Sache, worauf ihr achten solltet, wenn ihr da euer Training bis ans Muskelversagen macht. Und ansonsten gibt es halt technisch gar nicht so viel zu sagen. Das ist eine Isolation, ne? Wir haben nur den Beinbeuger, wenn man es richtig macht. Wenn du jede Übung falsch trainierst, kannst du auch eine Ganzkörperübung draus machen. Ich glaube, das war eigentlich das Wichtigste. Ansonsten einfach mal machen. Faserrichtung, Auswirkung, Ausrichtung der Geräte, Kraftkurven etc. sind alles eine super Sache, wenn du halt einfach schon bei den Feinheiten sein kannst. Ansonsten wirklich einfach erstmal machen, scheppt da mal ordentlich was drauf aufs Grundgerüst und dann habt ihr auch was zum Feinschleifen, um den Feinschliff zu machen halt. Wenn da noch nicht so viel drauf ist, macht das meiner Meinung nach wenig Sinn. Da würde ich lieber mal einen Satz Kniebeugen mehr machen als eine Isolationsübung mehr. Das müsst ihr für euch entscheiden, das ist nur meine unbedeutende Meinung. Wer bin ich schon? Jetzt schnaufen wir noch mal kurz, dann machen wir dann gleich noch mal einen Satz und dann haben wir es fast geschafft, zum Glück. Das Tollste am Beintraining ist, wenn es rum ist. Die Reinigungsdrohne. Es ist mehr Kampf als einen Satz zu machen, gell? Gescheit. Einen Satz machen wir noch und dann machen wir am Schluss noch mal eine Verbundübung und dann haben wir es zum Glück geschafft. Ich habe auch keinen Bock mehr, Mann. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin fasziniert von dieser Reinigungsdrohne. Achso, ich höre meinen eigenen Herzschlag. Ich weiß aber nicht, ob das gut ist oder nicht. Die Musik ist aus. Jetzt, wo wir fast fertig sind. Ja, cool. Das ist bayerische Musik, die mir gefällt. Wie soll das funktionieren? Jetzt mal ohne Spaß. Kannst du vergessen. Ich kotze mich gleich voll. Ups. Nee, ich leg mich auf die Fresse. Den kann man nicht vorstellen. Nee. Kannst du vergessen. Warte. Füße runter. Nee, das ist nix. Ja, also wir versuchen jetzt mal eine Beinpresse zu machen. Die ist sehr quadlastig theoretisch. Wir gucken uns das jetzt gleich mal an. Ich kann noch nicht so viel dazu sagen. Ich muss mich jetzt hier mal reinfuchsen. Entweder seht ihr ein paar Sätze oder ich lasse es einfach. Wir schauen. Wir versuchen jetzt einen recht neutralen Stand zu haben. Das heißt, die Füße sehr eng, Fußspitzen gerade und auch wieder einen krassen Knievorschub. Diesmal bewusst den Kniewinkel über 90 Grad, damit wir hauptsächlich alle Köpfe vom Quadrizeps treffen und so wenig wie möglich Druck auf den unteren Rücken, den Arsch und den Beinbeuger generieren. Funktioniert ganz gut. Bisschen höherer Wiederholungsbereich, geht nicht anders. Beste draus machen. Schnaufen wir kurz, machen wir noch einen Satz. Gut. Alter. Noch ein Satz. Zum Glück nur
nur noch einen Satz. Mir ist echt schlecht. Ich muss mal schauen, ob ich den letzten Satz überhaupt noch durchziehen kann. Ich denke nicht. Ich glaube, wir müssen den Bonus canceln. Auf jeden Fall. Willst du was darüber erzählen? Mach ruhig. Das ist schon okay. Du musst es im Notfall in 2 Klappen machen. Eigentlich war was anderes geplant. Wir wollten eigentlich im Anschluss Lammatschun essen gehen nach dem Training, weil ihr wisst ja, Döner als Post-Workout ist minderwertig, aber Lammatschun ist ja kein Döner. Ich glaube, das war das viralste, triggerndste Video, was je hochkam. Und zwar 2 Kilo Lammatschun. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich den essen kann, aber das muss dann bis zum nächsten Mal warten. Ich glaube, sonst kommt das in der Geschwindigkeit wieder raus, wie ich es esse. Auf jeden Fall. Das war's. Schluss. Aus. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin raus für heute. Ich habe keinen Bock mehr. War ein gutes Beintraining. Ich chill jetzt hier mal kurz. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Einschalten. Abonnieren nicht vergessen. Liken nicht vergessen. Reicht. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Lasst mich in Ruhe. Ciao.